Also es gibt noch ein bisschen Zeit. Wir reden über was anderes jetzt. Also ich habe über Mahmoud geredet. Literat, dieser Adib, Mahmoud Mohamed Shakir, das ist ein großer Literat, lebt in Ägypten. Und er war an der Universität Kairo mit 17, als er 17 war. Sein Lehrer, sein Professor war Hussein. Hussein, die sagen, dass er der Meister der arabischen Literatur in dieser Zeit. Er studierte in Sorbonne in Paris, er war blind, er hat ein Buch Al-Ayyam getragen. Er schreibt gut. Als er zurückkam, die haben ihm die Führung der Universität gegeben. Er war ein Professor in der Uni und Mahmoud Shakir war sein Schüler. Mahmoud Shakir ist ein Sohn von Mohamed Shakir, ein großer Gelehrter, ganz großer Gelehrter. Und dieser Vater von ihm, Mohamed Shakir, einmal war er in der Moschee, im großen Sheikh. Und der König Farouk war anwesend in der Moschee. Al-Imam Khatib, er sagte in der Jumu'ah, du kennst diese Abasa wa tawalla an ja'a al-A'ma. Prophet Sallallahu alles Sahabi Ibn Maktum kam, hat ihm keine Zeit gegeben. Abasa, Prophet alles, er war unfröhlich und er wandte zu anderen, also hat mit anderen gesprochen und las diesen Blick. Diese Khatib sagte, Farouk, der König Farouk, kam Hussein aus Paris mit seinem Zeugnis und er hat ihm gut, hat ihm viel gegeben, hat ihm Zeit gegeben, war fröhlich mit ihm. Dieser Khatib hat gesagt, Ma abasa wa tawalla an ja'a al-A'ma. Also er war nicht unfröhlich, man hat ihm Zeit gegeben, als der Blinde kam zu mir. Also bedeutet der Prophet Leistung, er war dagegen, er war im Gegenteil. Als der Blinde kam zu ihm, er war unfröhlich. Und ich hoffe, er hat verstanden diese Sache. Nach dem Gebet stand der Vater von Mahmoud Shakir, hat zu den Leuten gesagt, wiederholt euer Gebet, weil dieser Khatib trat aus dem Islam aus. Und der König war anwesend. Ahmed Shakir, der Sohn von Mohamed Shakir, Bruder Mahmoud, er sagt, ich sah dieser Khatib nach vielen Jahren, ist kein Khatib geworden. Er arbeitet in einer Moschee, er ordnet die Schuhe der Betenden draußen. Allah hat ihn niedrig gemacht. Also der Vater von ihm war ein großer Sheikh. Also Mahmoud Shakir, als er in die Universität kam, Hussein hat geredet über ein Buch, und das Buch redet über arabische Gedichte. Shi'r al-Jahili. Mahmoud Shakir hat gemerkt, dass Hussein, dieser große Name, er hat das Buch geklaut von einem Orientalist aus England, heißt Margariot. Er hat das Buch übersetzt, hat das genommen für sich. Und Mahmoud Shakir konnte sehr gut Englisch, hat das Buch auch von Margariot gelesen. Und er hat gemerkt, dass der Professor ist ein Lügner. Er redet über das Thema, das ist sein Thema. Und deshalb hat ihm oft diskutiert mit ihm, hat ihn rausgeschmissen. Er hat die Universität verlassen und er ist nach Jeddah gegangen, nach Hijaz. Er lebte dort eine Zeit, war ein Direktor von einer Grundschule und er lebte eine große Schwierigkeiten. Also er akzeptierte nicht diese Art und Weise, wie diese Universität umgehen. Die haben alles von anderen genommen, obwohl die Umma hat ihre Methodik, hat alles, hat alles in jedem Bereich. Er hat das nicht akzeptiert, ist raus. Er hat gesagt, als er zurückkam und hat eine sehr gefährliche Sache gemacht. Er wollte Selbstmord begehen. Das war eine schwierige Zeit in seinem Leben. Aber Allah hat ihn gerettet.
Und es gibt ein anderer Literat, heißt Mahmoud, heißt Mustafa Sadiq Rafi'i, das ist ein großer Name, ist das. Mustafa Sadiq, er hat ein paar Bücher geschrieben, er sagte, Shakespeare konnte sowas nicht schreiben. Er hat recht, Allah hat recht. Nur diese Umma, das Problem, die Umma, die schätzt nicht ihre großen Leute, das ist ein Problem. Er sagt, Shakespeare hat ein Buch, heißt Awraq al-Ward, über die Liebe geredet. Er sagt, Shakespeare kann nicht das Buch schreiben. Er hat recht. Shakespeare, seine Sprache ist 700.000 Worte. Er redet über Arabisch 3.700.000 Worte. Das ist ein großer Unterschied. Spiel mit Leuten in deinem Alter. Rafi'i, der war ein großer Name, Rafi'i. Und Rafi'i hat über das Thema geschrieben, das Selbstmord begehen. In vier Aufsätze. In seinem Buch Wahy al-Qalam, die Offenbarung des Stifts. Und danach, Mahmoud Shakir, er sagte, ich habe alles gelesen. Allah, also ich habe nie jemand gesehen, der so geduldig ist wie er. Er hat gesagt, ich habe alles gelesen. Und er sagt, die gesamte Bücher von der Umma ist ein Buch. Er hat dieselbe Methodik von früher bis jetzt. Er hat angefangen von früher. Er sagt, ich habe alle Bücher von der Tafsir gelesen, alle Bücher von der Hadith gelesen, alle Bücher von Mustalah al-Hadith gelesen, alle Bücher von Fiqh gelesen, die früher anwesend waren. Alle Bücher von Usul al-Fiqh, alle Bücher von Al-Aqidah, alle Bücher von Medizin, von Medikamente, alle Bücher von Pflanzen, hat alles gelesen, Geschichte, hat alles gelesen. Alles hat er gelesen. Nach ein paar Jahren, 7, 8 Jahren, er schrieb ein Buch, heißt Al-Mutanabbi. Mutanabbi, das ist, hat einen Preis gekriegt. Er schrieb das Buch Al-Mutanabbi und er zeigte die Leute, dass die Methodik von Al-Umma mit anderen Wissenschaften umzugehen. Al-Umma hat eigene Methodik. Verstehst du mich? Warum nehmen wir von anderen? Verstehst du? Warum brauchen wir jetzt Margeliot oder brauchen wir dies oder das? Wir haben eigene, weil jede Kultur hat ihre Methodik. Verstehst du mich? Er hat geschrieben über Mutanabbi und er schrieb über seine Methodik, die arabische Verfassung und Worte zu genießen. Und er sagt, das ist alles ein Wort, alles ist ein Buch, von früher bis jetzt. Er schrieb das Buch Mutanabbi, dann hat er zurückgehalten. Ja, er hat nur gelesen und ein paar Aufsätze in der Magazinen, früher war großen Magazinen wie Risala, er hat geschrieben dort. Bis, weiß nicht, 80er Jahren, die haben ihm einen Preis gegeben in Riyadh. Früher, die haben ihm einen Preis gegeben, einen Preis von König Faisal. Aber trotzdem, die Leute wie Mahmoud Shakir, die wurden vernachlässigt. Und die reden nicht über solche Leute wie Mahmoud Shakir, die reden nur über die anderen. Das ist Mahmoud Shakir. Er redet über das Schreiben. Wie macht er, wenn er schreibt? Ich lese, das ist was Schönes, das ist nicht schwer. Das ist die Unterhaltung der Nacht. Er sagt, من عادتي إذا ما استبهم علي نفاذ الرأي أن أعدل بأفكاري إلى الليل. Sagt, meine Gewohnheit, wenn die Ideen nicht kommen, also die Ideen, das sind die Kinder der Seele. Eine Idee ist ein Kind der Seele. Eine Idee kommt einfach raus. Das ist wie ein Kind. Kommt die Mutter, sie fühlt einen großen Schmerz, wenn ein Mensch kommt. Das ist was Neues. Aber wenn die Idee rauskommt von einem Denker, jemand, der denkt nach, das ist eine große Sache. Er sagt, wenn diese Ideen kommen, nicht einfach, ich verzögere
diese Aktion in der Nacht. Ich lasse das bis Nacht. أعدل بأفكاري إلى الليل فهو أحسن لها وأجمع لها. الليل, sagt Nacht, sammelt diese Idee, schützt und bewahrt sie. Am Tag sind viele Unruhe am Tag. Unruhe. Der braucht was, andere braucht was. Aber Nacht, sitzt allein. Versteht mich? Und dieser Mechanismus der Seele funktioniert. فهو أحسن لها وأجمع. فإذا كان الليل, wenn die Nacht kommt, وهدأت النائرة, alles Ruhe herrscht. وآوى الناس إلى مضاجعهم, die Leute, jeder geht zu seinem Bett. وسكنت عقارب الحياة في أشحارها. Also عقارب الحياة, das ist diese Ohrfeil. Jeder Ohrfeil geht zu ihrer Höhle rein. تفلت من مكاني إلى غرفتي. Also ist in seinem Bett und hat ein Wort benutzt, تفلت. Das ist wie irgendeine Sache, du machst das so. Er sagt, ich nehme mich raus von meinem Bett zu meinem Zimmer, wo seine Bücher sind, seine Bibliothek. تفلت من مكاني إلى غرفتي أسدل ستائرها. Ich mache alles runter. Jalousie mache ich runter. Obwohl es Nacht, aber ich mache alles runter. Und ich mache alle Fenster zu, Türen zu. وأصنع لنفسي ليلا مع الليل. Ich mache für mich eine Nacht in der Nacht. Das ist ein großer Literat, großer Rhetoriker. Ich mache mir eine Nacht in der Nacht. وأصنع لنفسي ليلا مع الليل وسكونا مع السكون. Eine Ruhe in der Ruhe. Also reicht mir nicht eine Nacht und eine Ruhe. Ich mache auch meine Nacht und meine Ruhe. ثم أقعد, dann sitze ich mich متحفزا متجمعا. Also bedeutet, ich sitze mich wach. متجمعا خاشعا, Ruhe, ganz ruhig. أملأ عيني من ظلام أسود. Ich mache meine Augen voll von dieser Dunkelheit der Nacht. Also alles ist zu, es sieht nichts. ثم أدع أفكاري وعواطفي وأحلامي تتعارف بينها ساعة من زمان. سلام. Und ich lasse meine Ideen und meine Gefühle und meine Träume, ich lasse die sich kennenlernen. Eine Stunde. Ich lasse sie, diese Träume, diese Gefühle, diese Ideen, ich lasse sie eine Stunde, um sich kennenzulernen. Schön, die Leute, die kennen sowas, eine Massakin, arme Leute. Wie Ibn Qayyim gesagt, die Leute, die leben und sterben, die haben nicht viele Sachen nicht genossen im Leben. Lass Kuchen und lass Cola, lass das alles. Was ist das? Das Geschmack von heute ist von morgen. Aber sowas, jeden Tag hast du was. تتعارف بينها ساعة من زمن حتى إذا ماجت النفس موجها بين المد والجزر. Bis die Seele macht diese Bewegung des Meeres, also Mad wal Jazr, weil wenn das Meer zieht zurück und kommt wieder, die Seele wird auch so. Versteht mich? Er hat seine Seele beschrieben, als ob sie ein Meer ist. Die ist ruhig, aber danach, alles diese Gefühle und diese Ideen, die ich kennenlernen, da kommt diese Bewegung der Seele. Es wird ثم قرت وسكنت. Dann findet sie wieder eine Ruhe. قرت وسكنت. وعاد تيارها المتدفق رهوا ساجيا كسعادة الطفولة. Dann wird wieder ihre Bewegung. Also bedeutet, die Ideen werden wieder zu der Seele kommen. Und sie befindet eine Zufriedenheit, ein Glück, Seligkeit wie die von Kindheit. Kind ist
das Kind, wenn zufrieden ist und froh, erreicht die Vollkommenheit der Zufriedenheit. Ein Kind. Er selber hat keine Kinder, hat nichts. Er geht nicht zum Supermarkt, muss kaufen. Also bedeutet die Reinheit der Zufriedenheit. Reine Zufriedenheit. Also er auch. Er vergleicht seine Seele mit einer Seele eines Kindes. دلفت إلى مكتبي أستعين الله على البلاء. Also deleftu, ich bin zu meinem Büro, also er ist im Zimmer, er sitzt auf dem Couch, weil ich habe sein Zimmer gesehen, nicht im Bild, nur im Bild ein Video. Also er saß im Couch und wenn er das befindet, dass die Ideen da sind, die Zufriedenheit, die Glückseligkeit, bedeutet, der Stoff ist da, der Seele, er geht zu seinem Büro. دلفت إلى مكتبي أستعين الله also ich bitte um Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala über diese Prüfung. Bala heißt das. Er sagt, dass das Schreiben ist Bala, ist eine große Prüfung. Weißt du warum? Derjenige, der schreibt, er stellt seinen Verstand. Hier, ich sage zu Leuten, hier ist mein Verstand. Hier ist mein Verstand. Das ist nicht wie jeder, der schreibt nicht. Also das ist ein Bala, versteht ihr mich? Es gibt viele Kritiker in unserer Zeit. فإن حق القراء warum فإن حق القراء علينا أن نتخذ لهم صنيعا ومائدة تكون أشهى وأمرأ. Sagt, die Rechte der Leser. Er redet über die Rechte, weil die Leser, die erwarten von uns, dass wir für sie einen schönen Tisch vorbereiten. وأرد على شهواتهم فائدة. Das ist MashaAllah. Das ist dasselbe. Jeder, der schreibt, er befindet das. Er befindet das. Das Wort ist nicht einfach. Ein Wort raus vom Seele, rauszubekommen, ist nicht einfach. Deshalb, hier steht was, hier ein Ibrahim Nakhai, Tabi'i. Ibrahim Nakhai ist ein Tabi'i. Er sagt, gehört zu der Ritterlichkeit, dass man sieht in dem Stoff, also was man in dem Kleid vom Mann und auch in seinen Lippen Spuren von El-Midad, was ist El-Midad? Spuren von Tinte. Spuren von Tinte. Ritterlichkeit. Das bedeutet, das Schreiben ist was schön. Auch du Schreiben, die nutzen du sollst dich gewöhnen über die Sachen. Du sitzt mit einem Wort, du versuchst zu schreiben. Es gibt was anderes, hier will ich lesen. Es gibt ein Buch, heißt Der Sieg der Zufriedenheit. Das ist von einem der letzte Denker hier in England, heißt Bertrand Russell. Er hat auch Schwierigkeiten mit dem Schreiben. Er beschreibt auch, wie er schreibt. Er sagt, وجدت مثلا أنه إذا كان علي أن أكتب في موضوع صعب. Ich habe gefunden, wenn ich ein schwieriges Thema schreiben will, فإن أفضل خطة, die beste Methode ist, das ist sehr wichtig, was er sagt. Das habe ich nicht nur bei ihm gefunden, das habe ich bei auch ein anderer Literat, heißt Ibrahim Jabra, hat dasselbe gesagt. Er sagt, die beste Methode ist, ich denke nach. Zum Beispiel, ich will über ein Thema schreiben, ich denke danach. Ich sitze und denke danach. Genau wie Mahmoud schreibt, er sitzt und er denkt nach über das Thema. Mit einer hohen Konzentration. وبأقصى تركيز. Stunden, sogar Tage. Also bedeutet, du lebst, aber du denkst an das Thema. Du denkst oft an das Thema. Auch wenn du einen Vortrag machen willst jetzt. Du denkst über das Thema. Du läufst auf der Straße, du denkst, du fährst, du denkst, du sitzt, du liegst, du denkst.
Manchmal, ich liege so. Sie sagen zu mir, was machst du? Ich sage, ich bereite einen Vortrag vor. Ich liege. Du läufst auf der Straße, du denkst da. Du denkst oft da. Schau mal, das ist sehr wichtig. وعند نهاية هذه الفترة أعطي الأوامر بأن يتقدم العامل في اللاشعور. السلام. Du sagst, nach den Tagen, den Stunden, nachdem ich gedacht habe an das Thema, ich gebe den Befehl, dass dieses Thema, was ich überlegt habe, geht zum inneren Verstand. Was bedeutet inneren Verstand? Jetzt, du fährst jeden Tag zu deiner Arbeit, oder? Jeden Tag fährst du deine Arbeit. Oder ich gebe ein anderes Beispiel. Hast du schon mal gehört, dass irgendjemand kam raus von einer Kneipe, er trinkt 7 Stunden? Hast du gehört, dass irgendjemand kommt raus von einer Kneipe und ist verlaufen? Er weiß nicht, wo seine Wohnung ist. Hast du sowas gehört? Derjenige, der trinkt Alkohol, bis er nicht mehr laufen kann, er geht zu seiner Wohnung. Oder? Er geht zu seiner Wohnung. Er weiß nicht, wie er zu seiner Wohnung angekommen ist. Woher kommt das? Das kommt von Al-Aql al-Batin. Al-Aql, es gibt 2 Arten der Verstand. Es gibt einen Verstand, was jetzt ich rede mit euch mit diesem Verstand, jetzt ich bin da. Aber es gibt einen anderen Verstand, er sammelt die Informationen. Du fährst jeden Tag zu deiner Arbeit. Aber einen Tag, du wolltest nicht zu deiner Arbeit fahren. Du hast an ein Thema gedacht. Du wolltest zu deiner Mutter fahren zum Beispiel. Aber du bist wach. Du findest, dass du zu deiner Arbeit fährst. Du fährst zu deiner Arbeit. Das kommt von Aql al-Batin. Er sagt, das Thema, ich lasse sie zu dem inneren Verstand. Die arbeitet dort. Ich vergesse sie. Das ist wie Brot. Die Gelehrten sagen, wenn du was studierst, lass das Thema ein paar Tage. Redet jetzt auch die Fragen, wenn jemand jetzt lernt den Hadith oder Tafsir, hört viele Durus. Denk nach, frag nicht jetzt, geh nach Hause, lass eine Woche, 2. Das ist wie das Brot muss aufgehen in deinem Verstand. Das sind die Ideen auch wie Brot, lass aufgehen. Er lässt das aufgehen, er vergisst das. Nachdem er Tagen nachgedacht hat. وبعد عدة أشهر nach Monaten, ich überlege wieder über das Thema. Mit dem Verstand, der anwesend ist. Ich finde, dass das Thema vollkommen ist. Das ist wie Brot, aufgemacht. Das ist nur rein im Ofen. Das ist sehr wichtig. Hier, also so ein Mensch, du glaubst sowas nicht. So ein Mensch, glaubst du nicht. Es gibt ein Buch, heißt, wie ich Schriftsteller geworden bin. Wir reden jetzt über, das ist jemand, der hat Romane geschrieben. Er hofft nicht auf Paradies und hat keine Angst vor Hölle. Und schau mal, was er gemacht hat. Also, diese Schriftsteller heißt Caldwell. Er sagt, ich habe immer in der ersten Etage geschrieben. Ich hatte keine Heizung. Und ich hatte ein Kleid aus Leder. Und ich decke meine Füße mit einer Decke. Und ich schreibe auf diese Schreibmaschine. Früher gab es diese Schreibmaschine. Es gab kein Mac oder so. Das ist ein halbes Kilo. Er hat immer die Maschine getragen. Er schrieb mit dieser. وأتوقف بين حين وآخر لأنفخ في أصابع المنملة. Und ich höre manchmal auf, damit ich
puste auf meinen Finger. Und diese Finger, die haben diese kleinen Pickelchen von Kälte und von Arbeit. Kuntu a'malu, hör mal. Ich habe gearbeitet jeden Tag 10 bis 12 Stunden. Jeden Tag. Ich habe einen Roman nach anderen geschrieben. Und ich wiederhole. Und ich korrigiere. Und ich schreibe noch einmal. Mit der Entschlossenheit von Hunde. Hat geschrieben. Ja, ein Hund hat eine Entschlossenheit, wenn er mal was. So hat er geschrieben. Wenn der Hund ein Haus schützt, bewahrt, kommt tausendmal, ist immer da. Wenn ich sage, dieser Mann geht mir auf den Geist, ich lasse ihn rein, ist immer da. Ist egal, er sagt, egal wie müde ich war. Er sagt, ich war in New York und er hat ein kleines Zimmer mit $2, $2,5 pro Woche gemietet, um zu schreiben. Er hat kein Geld. Und er konnte keine Heizung, also diese elektrische Heizung, kaufen. Und ich habe Tag und Nacht geschrieben, Wochen. Ich gehe 2-mal raus. Ich kaufe 2 Dosen von Bohnen und ein Brot für mein Essen. Es gab keine Heizung und es war Januar. Und meine Hand war geschwollen. Und meine Füße. Und die Frau vom Haus, die kam immer zu mir und sagte, du störst die Nachbarn. Weil er hat immer geschrieben, du störst die Nachbarn. Und er hat geschrieben bis spät Nacht. Einmal hat er gesagt, er hat eine kleine Geschichte geschrieben. Das Problem ist, er schreibt, aber kein Verlag nimmt seine Arbeit an. Sie sagen zu ihm, lass das ist nicht dein Revier. Wer kann sowas machen? Wirklich, er sagt, also, ich hatte 3 Koffer voller von Romanen, die abgelehnt wurden. 3 große Koffer. وعند قضاء ليلة من النظر فيها لم أقتنع بأي منها. Also dann hat er nochmal wiederholt. Versteht ihr mich? Warum diese Leute, die lehnen meine Romane ab? Warum? Dann in einem Früh habe ich alle am Fluss genommen, habe ich alles verbrannt. Und auch die Gedichte und alles, auch die Theaterstücke, alles hat er gebrannt. Also am Ende hat ein Verlag ein Roman von ihm angenommen. Am Ende, ein Verlag hat einen Roman von ihm angenommen. Und danach, er hat viele Romane gedruckt. Alhamdulillah, er war reich. Sogar sein Roman war Filme. Was zeigt das? So eine Entschlossenheit habe ich nie gesehen. So eine Entschlossenheit. Sogar die sagen zu ihm, lass das ist nicht dein Revier. Geh, mach was anderes. Ja, geh, mach was anderes. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat in seiner Schöpfung Regeln gemacht. Regeln. Wenn du Erfolg willst, dann musst du diese Regeln folgen. Wenn du nicht arbeitest, du bekommst nicht diesen Erfolg. Dann musst du arbeiten. Dua mit Arbeit. Wenn du ein Buch schreiben willst, wenn du das Wissen beherrschen willst, wenn du ein Thema richtig tief verstehen willst, wenn du Ideen schreiben willst, egal was du machst, wenn du ein Buch
richtig verstehen willst, dann musst du geduldig sein. Dann musst du geduldig, wie dieser Mann. Wie dieser Mann. Was motiviert diese Menschen, obwohl kein Islam da ist? Ein Mensch ist das, ist ein Mensch. Was motiviert ihn? Was motiviert Erfolg? Der Mensch ist so, von der Fitra, der Mensch will immer Erfolg. Erstmal Geld. Geld. Zweites Mal Ruhm. Er sucht Ruhm. Ja? Wer hat Einstein motiviert? Oder Edison, wer hat ihn motiviert? Wer? Der Mensch, er will Ruhm erreichen. Das ist der Mensch. Der Mensch ist so. Wie der Prophet gesagt, Asdaqul Asma, Hammam und Harith. Die wahrhaftigen Namen, Hammam, derjenige, der einen Eifer hat. Harith, der arbeitet. Der Mensch ist so. Versteht du mich? Deshalb gibt es gibt viele Sachen, die motivieren einen Mensch. Dunya ist eine Motivation. Jemand will Dunya, der macht alles für die Dunya. Guck mal, es gibt Leute, die gehen Risiko mit Dunya. Versteht ihr mich? Geld, Ruhm, viele Sachen, Ehre, Erfolg, viele Sachen. Versteht ihr mich? Das ist unsere